Hallo und herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Liane und spiele heute die Demo zu The Darkest Files. Das ist das neue Spiel von Paintbucket Games aus Berlin. Wir ermitteln gegen alte Nazis und zwar in den 50er Jahren im Team von Fritz Bauer, den gab es wirklich. Das Spiel ist im Moment noch nicht auf Deutsch erhältlich. Ich bin mir aber sicher, es wird übersetzt werden. So, das Ganze basiert auf echten Verbrechen während der Nazi-Ära und die in der jungen Bundesrepublik dann recherchiert wurden. Und natürlich gab es da viele Widerstände, weil die meisten, die beteiligt waren, auch heute noch Frankfurt, im West Amt sind. Germany, 1956. 1956. 11 years after the end of World War II, many crimes of the Nazi era still go unpunished. The perpetrators of these crimes are walking free. Many judges, prosecutors, and police officers have already served under the Nazis. Now they have no interest in prosecuting their former comrades for actions similar to their own. For the victims of these crimes, this is unbearable. To end this, Attorney General Fritz Bauer establishes a special unit of young prosecutors with no ties to the old regime. I am Esther Katz. I am one of these prosecutors. We are investigating Nazi crimes and bringing perpetrators to justice. Not to avenge, not to heal, but to show that there are laws that apply to all. It doesn't make us popular. Most want to forget. Some want us to shut up. But they cannot stop us. Nothing belongs to the past. Everything is still present and can become the future again. So, am 3. September 1956 tritt die junge Staatsanwältin Esther Katz ihren Job an. In der Kanzlei von Fritz Bauer. Und ich finde so, also das ganze Farbschema, so, das sieht toll aus. Ich kann hier auch rumlaufen, kann nicht überall reingehen, aber ich kann nach oben gehen, kann mich auch ein bisschen beeilen. Hello? Im Moment ist Anybody hier here? niemand. Now, where have I? No. Und da ist Paula Fischer. Guten Morgen. Oh, hello. Good morning. Sorry I didn't hear you enter. You must be Miss Katz, right? Esther Katz, Genau. yes, that would be me. Ich bin Esther And Katz. you are? Paula Fischer. Hello. I'm a legal assistant here for Mr. Bauer's team. Well, the legal assistant. We're a bit understaffed at the moment. So, sie ist die einzige Assistentin, die es hier gibt. It's nice to meet you, Paula. Oh, it's my pleasure, believe me. I've brought you this week's newspaper and a letter that arrived for you. Anyway, I should probably be going. I'll be at my desk if you need anything. You'll find me. Or through the intercom. We just had the whole system installed. It made my life so much easier. When can I expect to meet Dr. Bauer? Mr. Bauer wants to talk with you once you've acclimatized. His words, not mine. He should be arriving soon for that matter, so should the rest of the team. I see. Very well then, thank you. It's a pleasure to have you on our team, Miss Katz. All right then. First encounter, check. Time So, for me sie to hat settle in. einen Brief und ein paar Sachen gebracht. Ich kann mich jederzeit an sie wenden, wenn ich Hilfe brauche. Und ich muss gleich mal meinen neuen Chef treffen. Aber erst schaue ich mir mal an, was ich habe. Ich finde diese Grafik echt toll. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Finde ich sehr, sehr schön. The Was last hab ich denn holiday hier? we spent together as a family. Ein I'm so glad Familienfoto. Dad made us do it. Ugh. Look at that. Written evidence of all those sleepless nights. And a ton of coffee. Mein Diplom. A new job deserves a fresh journal, ready to be filled with notes and tasks. Und ein frisches Notizbuch. Hello? Mr. Bauer is ready for you.
He says at your own time. With him, that means as soon as possible. Thank you. I'd better get going then. Good luck. Okay, mein erstes Gespräch. Zeitung lese ich nachher. Ich gucke noch in den Brief. Meine liebe Tochter. Hier kann man es besser lesen. Gratuliert mir mit meinen 30 Jahren zu meiner Beförderung. Okay. Ach ne, nicht meine Mutter. Mein Vater. Hier. Und meine Mutter will wissen, ob ich am Wochenende nach Hause komme. Gut, ich gehe besser mal meinen neuen Chef sehen und lass den nicht warten. Miss Katz, welcome to the front line. Good morning, Dr. Bauer. Just Mr. We're working together. My name, as you already know, is Fritz Bauer, General Prosecutor. Much to the displeasure of the public, I insist on investigating the many crimes committed under the NSDAP. Most of them, of course, have long since gone cold. And nobody out there truly wishes for us, for you, to solve them. Or frankly, to even touch them. A rather thankless job, may I say. Are you up for it? I'm well aware of this. You see, I'm not entirely sure of that. But no matter. Miss Katz, I believe I have the perfect case for you to start with. I'm listening. Hans Naumann, an older gentleman, shot just before the end of the war. Hans Naumann wurde kurz vor Ende des Kriegs erschossen. And Mein why erster does this Fall. fall under our jurisdiction? The suspects. According to the victim's wife, her husband was taken by uniformed men for no reason. He never came back. Uniformierte Männer His haben ihn body einfach was found in mitgenommen, a forest grundlos. nearby after the war. Und er wurde tot in einem Wald Shot gefunden. in the head. In den Kopf geschossen. Oh. I assume this isn't the first time she brought this case up? No, it's not. Miss Naumann reported her husband's death to the police. A case was opened. The public prosecutor's office investigated members of the NSDAP local group. They're suspects. However, no charges were pressed. Die Polizei hat also schon ermittelt. Hans Naumann was lawfully executed. Oh. Also sie hat das bei der Polizei angezeigt, seine Frau. Die haben eine Ermittlung angestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass er rechtmäßig exekutiert wurde. And how did they reach this conclusion? That you can learn from the documents. The first thing that I'll need you to establish is why Hans Naumann was taken. Depending on the answer, we'll see if the case warrants a full investigation. I asked Mrs. Fisher to prepare a file. It should probably already be on your desk. I suggest you familiarize yourself with it and invite the widow to give a statement. Mrs. Fisher should be able to help you with that. Right. So, ich muss Look at the herausfinden, files, warum invite the first Hans witness. Naumann I'll überhaupt need a mitgenommen refresher wurde. on the Nazi hierarchy. Understanding the chain of command will be crucial. Aber Paula ich did brauche noch ein say to bisschen ask her Backup. if I needed anything. Miss Katz. Miss Katz, how can I help you? I need some additional files. Mehr specific? Dateien. Über I need more NS-Organisationen. details regarding NS organizations. Chains of commands, ranks, and badges. Anything you can get your hands on. Of course, I'll get right to it. Anything else? I need you to invite a potential witness. Und eine Of Zeugin course. Who should I einladen. reach out to? Ludmilla Naumann, the victim's widow. I want to Ludmilla hear her Naumann, die version Frau des of what happened. Opfers. Of course, I'm on top of it. Anything else? Thank you, Paula. That will be all for now. Here if you need anything. Oh, by the way, did you talk to your colleagues already?
They should still be in their offices. Okay, ich muss meine Kollegen noch kennenlernen, bevor ich mich drum kümmere, ungeliebte kalte Fälle wieder zu eröffnen. Und was ist hier? Konferenzraum. Und ich werde mich damit nicht beliebt machen, so viel ist auch schon klar. Oh, sieht schön aus. Ja, Simon Peters. What are you doing here, Katz? Oh, er kennt Getting mich schon. reacquainted with my new coworker. I had hoped so, at least. You know perfectly well what I mean. No, it seems I really don't. Why are you here, Katz? Not in the room. Here, working for Mr. Bauer? It's the right thing to do. Somebody has to do this work. That's Irgendjemand somebody muss es machen. being you? Was hat er nur gegen mich? Apparently. I suppose since you're here, you won't be going anywhere for some time. Not anywhere up, at least. And there's enough trouble here without all this. Okay, er geht nicht davon aus, dass das ein karrierefördernder Job ist, aber was will der von mir? Agreed. A truce then, to keep it simple. Very well. As long as you keep to it. Katz, welcome to our little hell. Peters. Oh, okay. Wenn ich Hilfe brauche, werde ich nicht zu dem gehen, das ist schon mal sicher. Und dann gab es hier hinten noch eine Tür. Christoph Wohlbuth. Oh, hello. Oh, please, forgive the mess. I'm afraid I didn't have the time to clean up. Miss Katz, right? Esther Katz. Nice to meet you. Pleasure is all mine. Christoph Wohlmuth. Christoph, preferably. I try to be on first-name basis. Is that usual here? Not from what I can tell. Let's stick to the usual then, shall we? We are a small team. I'd love to tell you that we are small and tight-knit, but, well, happy to have more people join the fight. Especially someone like you. Okay, wir sind nicht per Du. Und, What do you mean by that? was meint er damit? Well, you're a woman. Okay. Right. Sorry. What I meant to say is, you're a woman and a prosecutor. That didn't sound better. Maybe just a little bit. Right. Well, high time. That's it, in short. Right. Again, it's a pleasure to meet you. Likewise. I'm looking forward to working alongside with you. Okay, der war zumindest halbwegs nett. Aber mein eigenes Büro ist schon das Tollste. Mit diesen Fenstern hier. Zu Monas Gaststätte. Aber jetzt muss ich was arbeiten. Und zwar... Kann ich mich setzen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann in die Fallakte gucken. Geschlossener Fall von 1947. Aus München. Also... Der Tod von Hans Naumann ist ermittelt worden, dass er Opfer eines Verbrechens wurde. Und es gibt 4 Verdächtige, die damit mit seinem Verschwinden irgendwie in Verbindung gebracht werden können. Das sind Faltmann Alfred, Hermann Kiebitz, Karl Schickert und Herbert Schwarz. Die Polizei hat aber dann den Fall geschlossen und es der Staatsanwaltschaft übergeben. So, der Polizeireport. Der Körper wurde gefunden am 10. Mai 1945 und identifiziert als Hans Naumann, 77 Jahre alt. Er ist von einem Schuss getötet worden in die Stirn, ganz aus der Nähe, keine anderen Verletzungen. Seine Witwe hat das Ganze angezeigt am 8. August. Sie hat 2 Männer dabei beobachtet, wie sie ihn abgeholt haben am 28. April. Und seitdem war er vermisst. So, und wir müssen jetzt rausfinden, ob ein Verbrechen begangen wurde. Schau mal weiter. Hier noch ein Bericht von
Blockwarden M. Mittermoser. Er hat gesehen, wie jemand den Fahnenmast hinaufgeklettert ist und die Reichsflagge heruntergezogen hat und durch eine weiße Flagge ersetzt hat. Er hat versucht, ihn zu stoppen. Der hat ihn angegriffen und ist geflohen. Der Blockwart ist verletzt worden. Mittermoser ist sich sicher, dass er einen Jungen aus dem Block Jan Naumann erkannt hat. Okay, und der junge Naumann wurde dann verhört. Vielleicht haben sie den Naumann verwechselt. Wir schauen mal weiter. Ich ein bisschen blöd, das jetzt alles zu übersetzen, aber es auf Englisch vorzulesen bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Deswegen überfliege ich es jetzt nur und versuche so die Infos rauszupicken, die wichtig zu scheinen. Also das Verfahren wurde auf jeden Fall eingestellt gegen diese 4 Männer. Das Opfer war ein kommunistischer Aufständischer, der verräterische Aktionen in Kriegszeiten durchgeführt hat. Die Exekution ist durchgeführt worden nach dem Recht. Das kann es ja nicht sein, da fehlt doch irgendwas. Und die Verfahren sind eingestellt worden. Okay. There's nothing left for me to do. I should Das call ist ja it a nicht day. viel. Guck mal kurz in die Zeitung. Oh, sieht das gut aus. Nichts richtig Wichtiges für mich, glaube ich. So, kann ich jemand anrufen? Nee, ich muss eigentlich nichts machen. Dann schließe ich meinen Tag mal ab. Tschüss zu Paula. Miss oder? Katz, how can I help you? Thank you, Paula. That will be all for now. Here if you need anything. Ich wollte ja eigentlich nur Tschüss sagen, aber hey. Kann ich jetzt einfach gehen? Ich nehme an, ja. Brief. So. Mein erster Arbeitstag war nicht lang. »17. September. Die Witwe.« Okay, ich bin wieder zur Arbeit. Miss Katz, good morning. If you'd have a moment, I got you the files you requested. Okay. Good morning, Paula. An overview of the Wehrmacht, Police and NSDAP, just as Also, ordered. Eine Great. Übersicht über I'll get Wehrmacht, started on them right NSDAP. away. Mrs. Naumann Polizei. should be joining us later today. Not a morning person, apparently. Thank you, Paula. Oh, one more thing. They finally connected your phone. It's working all right. You even missed a call. I wrote down the number for you. Okay, ich habe ein Telefon, das wurde angeschlossen und ich habe schon einen I should ersten call the Anruf number Paula verpasst. gave me. Okay, Who do I dann rufe wanna ich da mal call? zurück. Ich will anrufen. Ich kann meinen Chef anrufen oder... Hello? Esther Katz speaking. I was called from this number. Oh, Esther, my dear, so good to hear you. mein Dad? Vater. Where are you? What's this number? I'm at home. We got a new number. It's unlisted. Your mother hopes this way we'll receive fewer client calls. I hope I'm not disturbing you, dear. I'm busy, but I can always make room to talk to you. Oh no, it's all right then. You should return to your work. If you ever feel like talking, you can always reach out to me, dear. My hard-working daughter. I'm proud of you. Okay, ist stolz auf mich und schickt mich zur Arbeit. So, habe ich hier noch irgendwas Neues? Oder sind das jetzt nur... Ich habe eine neue Rubrik. Genau, hier. So, das sind Informationen über die Uniform. Das ist gut, weil das habe ich nicht im Kopf. Gauleiter, Deputy Gauleiter, Worker und so weiter. Blätter das mal so durch. Uniformen. Schutzpolizei. Okay. Paula? Mrs. Naumann just arrived. I showed her to the conference room. Thank you. I'll be right there. Meine erste Zeugin. Die gehe ich mir gleich mal angucken.
You must be Mrs. Naumann. Thank you for coming. My name is Esther Katz. I am one of the prosecutors in Attorney General Bauer's team. Good morning, Miss Katz. I am very grateful that you found the time. The last prosecutor who looked into my husband's death didn't even speak to me. He dismissed the case, claiming my husband was rightfully executed as a traitor. Did your husband do anything for which he could be accused of treason? Of course not. The men that took him weren't even looking for him. I see. I know it's not easy, but please take me through the day your husband was taken. Okay, sie muss den Tag rekonstruieren. It was in April 45. Only days before the Americans came. Wie bitter, nur Tage bevor die Where were you Amerikaner that kamen. day? Home. We lived in a small house. In einem kleinen Hans was Haus. upstairs when the doorbell rang. Tür Before klingelte, der someone war hammered oben. against the door. Also ich kann mich auf bestimmte Objekte konzentrieren mit der Maustaste und Esther formuliert dann eine Frage. Did you see something outside? It has Ja, been so a while. funktioniert das. I'm not exactly sure. There was a car, I think. Yes, one of those big, terrible trucks that they used. I remember Okay. them. They were just everywhere. Ich glaube, viel mehr kann ich gerade nicht fragen. When you opened the door, who was it? There were two men. One of them was pointing a gun at me. Do you remember what they looked like? Both wore uniforms. Brown ones, if I'm not mistaken. Beide hatten braune Uniformen an. Were those men from the police? No. There weren't police. Keine And there Polizei, weren't soldiers either. keine Soldaten. Maybe some kind of party officials or something. One of them was small, Parteioffizielle. thin. He wore Einer klein und glasses, dünn, I remember that. Mit einer Brille. The second man was bigger. Der zweite größer und He hatte was die the one pointing Pistole. the gun at me. He seemed to be in charge. Der größere war scheinbar der Chef. Therefore, when listening to a witness, it could be that you get the chance to interrupt. What made you think that? He had two golden stripes on his uniform, and he was Zwei bossing the Streifen. small one around. He yelled and waved his gun around to Let me stop you for a second. These stripes on his uniform. Okay, zwei braune Uniformen. Die vielleicht? Could one of these be the badge you saw? Let me see. Yes. That's the one here. The local group leader. That's the one. That is very Okay. useful. Thank you. Please continue. They demanded to speak to Mr. Naumann. The gun was still there and I was just so afraid I couldn't even move. Hans came down and asked them what they wanted. They demanded to know if there was anyone with us. When we said no, the smaller guy looked in the other rooms. He found no one. It was only Hans and I. Then the big Sie haben die one Wohnung told durchsucht. Hans that he had to come with them for questioning. Did they say why they were questioning him? No, they did not. They ignored Hans when he asked for their reason. Then everything happened so fast. The small one said they'd let him go if our son would turn himself in. Sie will ihn Then gehen they lassen, wenn der just Sohn herded sich him stellt. out, like Und an haben ihn animal. rausgetrieben. Also ich kann mit der rechten Maustaste rumgehen
This was the last time I saw him alive. Me and my son never got the chance to say goodbye. What was that man's comment about your son? Jan. He was living with us at that time, but he didn't show up that night or the following. He got into some trouble. Bad trouble. Do you Der Sohn ist in think the men Schwierigkeiten were geraten looking und for war your nicht da. son? I believe so, yes. At least that's what they said. Wait a second. I think it was mentioned somewhere. So, irgendwo ist es aufgetaucht mit dem Sohn. That he recognized a young resident of the block, Jan Naumann, in the perpetrator, genau. Please, take a look. Oh God. Here it is. He recognized him as Jan Naumann. I can't believe there was proof all along. And the former prosecutor just dismissed it. How could he? I wish I knew. I am really sorry. Please, continue. What happened upon your son's return? When Jan finally came back, it was already too late. We asked the authorities about Hans, but they pretended not to know anything. After war, my husband was found dead in a forest nearby. Okay, als der Sohn kam, war es schon zu spät. Und erst I nach dem Krieg believe he haben sie ihn died the gefunden. same day they took him. I would really like to talk to your son about it. You and I both, dear. But I am afraid that's not possible. Jan died only a few months after his father. Pneumonia. Oh nein, der Sohn ist an Lungenentzündung gestorben, ein paar Hans Monate was später. innocent. They killed him, and that's murder. No matter what they call it. I hear you, Mrs. Naumann. Please, Miss Katz, will you find the man? I will do my very best. Thank you. Nichts We will let versprechen, you was sie know nicht if we halten have enough kann. for an indictment. Please, Paula will help you to the door. Goodbye. I should update Mr. Bauer. Ich gleich mal dem Chef sagen, was ich gefunden habe. Hello, Miss Katz. Any news regarding the Naumann case? Yes, the men were looking for his son, Jan Naumann. When they couldn't find Jan, they took Hans instead, the father. I assume that's what Miss Naumann told you. But are you sure she is telling the truth? According to the files, the man they were looking for had climbed up a flagpole, torn down a flag, and beaten up a block warden when he was caught in the act. Hans Naumann was 77 years old at the time. Of course, there are older men who are in good shape, but... Pulling down a flag and beating someone up seems unlikely. I understand. Yes. I see, but why did the man take him, if they knew he was innocent? According to Mrs. Naumann, they took him as a hostage. They were hoping his son, Jan, would surrender once he learned that they had his father. Highly illegal, even back then. Not uncommon, though. But why did they shoot the old man? That I don't know yet. But I believe this is definitely a case for us. It is, indeed. So what happens now? I will officially reopen the investigations tomorrow. You need to find out who was at the crime scene when Hans Naumann was shot. We need witnesses. I'd start with the names mentioned in the files of the first investigation. Excellent. Let's get this case to court, Miss Katz. Time to invite the suspects. Okay, And it er ist would be zufrieden good mit to know more mir. about them. Jetzt muss ich nur rausfinden, wer alles anwesend war, That poor man. als er erschossen wurde. She lost everyone she loved in a matter of a few months. I really hope we can help her. I hope so too. Anything I can do? I need you to invite a potential witness. I've got something that might help us with them. I looked into the NSDAP local group from the original investigation. Only a few documents survived the bombing, but I found a group photo and a member list from a few years before the incident.
I took the liberty of marking the suspects. One of them, Mr. Schwarz, is dead. Who should I reach out to? Okay, einer ist schon tot. Sie hat ein Foto aufgetrieben von den von der lokalen NSDAP-Gruppe und wir fangen einfach oben an. Please invite Mr. Kiebitz. We'll reach out immediately. Anything else? I need some additional files. Something specific? Genau, ich brauche noch The Dateien. member list is helpful, but I'd still need something more about our suspects. Can you get me the files? I'll reach out to the Berlin Document Center. But, just so you know, they tend to take their time. Okay, das kann dauern. Nothing for now, thank you. Thank you, Paula. That will be all for now. Here if you need anything. There's nothing left for me to do. I should call it a day. Okay, Feierabend. Meine Tage sind schnell vorbei. Aber es geht voran. Das ist doch schon mal was. So, der erste Verdächtige wird eingeladen. Am 24. September 1956. Good morning, Miss Katz. Miss Katz. Miss Katz. Ach so, sie wollte nur Guten Morgen sagen. Ja, ich kann nicht antworten. So. Ah, ich habe schon sehr viel mehr Reiter jetzt. Suspects Background, das ist der Hintergrund der Verdächtigen. Das sind die 3, die noch leben. Ich habe eingeladen, glaube ich, Hermann Kiebitz. Und das ist wer von denen? Der hier ist gestorben. Keine Ahnung. Zuordnen kann ich sie noch nicht. Aber das kann ich vielleicht, wenn ich den gesehen habe. Und das ist das Transkript der Information, der Befragung von Frau Naumann. So. Miss Katz, excuse me. The witness you asked me to contact, Hermann Kiebitz, he has just arrived. Thank you, Paula. I'll be joining you in a minute. Okay, schauen wir mal. Good morning. My name is Esther Katz. A pleasure, miss. Could you tell me how long I have to wait for the prosecutor? Mr. Ach, Kiebitz, so einer. I'm the prosecutor here. Oh, modern times, I guess. How long will this take? It will take as long as it takes. It's all right, miss. I'm just asking. Let's get started, shall we? This is about the arrest of Hans Naumann in Munich on April 28th, 1945. According to a witness, 2 men picked up Mr. Naumann from his apartment. Were you one of them? You're pretty, you know that? Ah, Mr. Kiebitz, were you one of those men? No, I wasn't. We drove to the house. Then our group leader and Mr. Schickert got out of the car to arrest the man. Then they tossed the old man into the car and headed to the district office. okay, er war angeblich After nicht we put mit him in the im cell, Haus. I waited in the hallway talking to Mr. Schickert. The district office. Where was it located? We just had moved it into the basement of an old brewery. Still stuffed with beer bottles and barrels. In der Keller The einer higher alten ups decided Brauerei it would be a war safer das. place for us. With all the Yank air raids. Group leader Faltmann went into the district leader's office. Okay. What was the name of the district leader? Herbert Schwarz. Could you hear what they were saying? Only after they came out of the office. District leader Schwarz came out and gave the command. Okay, er sagt, dass der Befehl kam vom Chef Herbert Schwarz. Praktischerweise ist das der tot ist. What command? What did he say?
He ordered us to execute the man. Then he left. I felt uneasy. This wasn't right. We followed group leader Faltman to the cell. There was tension. Hier sind alle da hingegangen. Was ist das hier? How did you ensure the energy supply? The district struggled to produce enough energy. There were frequent power failures. For emergency, we had a generator. If worst came to worst, we used oil lamps. Okay. Could you describe the cell? Very basic. Mattress, window, chair. Okay, das ist die Zelle, Matratze, Fenster, Stuhl. What was Mr. Faltman doing? Group leader Faltman seemed to hesitate. He shared my Leiter concerns about hat killing the gezögert. outside. He told us to wait. Und hat Yet gesagt, Schickert insisted. He referred to that new order about dealing with insurgents. He was such a stickler for the rules. He could be really annoying about these things. What did he say? He insisted that any delay would constitute treason. okay, Schickert. Er schiebt es Schickert in die Schuhe. The tension was strong. Group leader Faltman ordered us to wait once more, but Schickert drew his gun and shot him. Okay. Were the compartments prepared to host prisoners? Kind of. We adjusted them so our prisoner could stay there for interrogations and not get out. Okay. So, was kann ich noch rausfinden? Ich kann hier noch was gucken. Why did you relocate the office? Because of a big air raid. We wanted to be underground. We hoped that we would be safer there. Was your local group in contact with other local groups? Just in Bavaria, there were 28 local groups. We were in constant contact with them. Okay, 28 Gruppen, die in Kontakt waren. What were your local group's responsibilities in the very last days of the war? We were responsible for all concerns and for many households within Munich. Above all, we tried to eliminate insurgencies. Okay, der Auftrag gegen Kriegsende war tatsächlich Aufständische zu töten. Oh. They must have had petrol to run the generator. Or to destroy evidence. So what you are saying is, Schickert shot the old man against Mr. Faltman's order? Exactly. That's horrible. These are brutal events you're getting to hear here. Are you sure you're up for it? Honestly, no one would think this is a job for a woman. What do you have to prove? I will file a formal complaint. That will not be necessary, Mr. Kiebitz. My superior knows quite well that I am up for it. Otherwise, I wouldn't have this job. Thank you for your time, Mr. Kiebitz. Goodbye, Miss Katz. I should update Mr. Bauer. Schnell noch einen Miss Bericht Katz, I abliefern. got something that might help you. So, I have done some digging beforehand Yes? and found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office, on the cork board. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. I'm sure it will. Thank you, Ein Bauer. Grundriss der alten Brauerei. Sehr gut. Miss So, was sagt mein Katz, Chef? what brings me to the honor of your visit?
I interviewed our first suspect. Have you read the transcript? I did. How did it go? Well, this Mr. Kiebitz, let me put it this way. I have met newts who were more likable. But we're not having a sympathy contest, are we, Miss Katz? No, of course not. I know how you feel, but I can say from experience, it's better to ignore it. Besides him being an unpleasant fellow, what do you think about Mr. Kiebitz? Kiebitz says he saw how his colleague Schickert killed Mr. Naumann. And according to him, Schickert shot even against the express order of the superior Feldmann. And he's telling the truth? Maybe, maybe not. At the current stage of the investigation, it is impossible to say conclusively. I agree. This means you have to investigate further. Of course, what he says could be true, but he could also try to cover up his own involvement. Either way, I see 3 further questions we need to answer. First question, who shot Mr. Naumann? Who did pull the trigger? Was it really Mr. Schickert who pulled the trigger and executed the victim? Or is Kiebitz lying? Second question. Mr. Kiebitz claimed that his superior, Feldmann, had refused the order by District Leader Schwarz to execute the prisoner. It might be relevant to clarify whether this is true. And thirdly, the witness testifies that Mr. Schickert threatened to inform the Gestapo about the insubordination. Whether this is true or not is up to debate, but either way should be investigated. Threatening others could be considered coercion in court and, in case of doubt, also affect the verdict. If you found an answer to all of these questions, we should be able to build a solid case. Okay, ich muss noch 3 Fragen beantworten, bevor wir den Fall wirklich dem Gericht vorlegen können. So, jetzt schaue ich mir mal. Das ist nämlich noch eine interessante Spielmechanik. Hier. Das Rekonstruktionsbrett. Ich muss die Theorie so lange überprüfen, bis alles zusammenpasst. Das ist die Idee an der Geschichte. So, das hier ist der Grundriss. Also die Fragen sind, wer hat die Exekution angeordnet? Wer hat Mr. Naumann erschossen? Hat der eine wirklich abgelehnt, das auszuführen, und hat der andere ihn bedroht? So, was muss ich jetzt tun? Play. Nee. Die Zeitlinie. Also das Verbrechen ist in 5 Schritte unterteilt, die in einer Zeitlinie zu sehen sind, hier oben. Und ich muss die ganze Zeitlinie rekonstruieren, wer wann wo wie ist, um rauszufinden, ob das zusammenpasst oder ob es da irgendwelche Widersprüche gibt. So, und jetzt muss ich auf das Werkzeug klicken, um das hier mal anzulegen. Ich kann die Figuren bewegen. Und ich nehme jetzt mal die Figur von Mr. Naumann und schiebe den in die Zelle. Eigentlich muss der hier sitzen, aber gut. Der bleibt jetzt hier im ersten Schritt. So, die Geschichten der Verdächtigen werden nicht immer genau zusammenpassen. Rechts kann ich sehen, jeder Einzelne die ganze Sache beschrieben hat. Also das ist Kiebitz. Ach so. Ich kann die einmal aufmachen. Dann sehe ich genau, was der gesagt hat. Das heißt, ich muss die Figuren so platzieren, wie Kiebitz das gesagt hat. Feldmann und Schwarz im Büro. Feldmann und Schwarz im Büro.
So, jetzt muss ich zum nächsten Schritt gehen. Hast du gesehen, wie das die Zeugenaussage sich verändert hat? Genau, Herr Faltmann und der District Leader Schwarz sind in den Flur rausgekommen. So. Jetzt bewegt sich was. Also kann ich hier Play drücken. Okay. Soweit, so gut. So, außerdem muss ich nicht nur die Bewegung rekonstruieren, sondern auch, wer was gemacht hat. Und ich muss diese Fragen beantworten, bevor ich einen Fall wirklich wasserfest habe. So. Hier sind kleine Marker über der Zeitlinie. Das heißt, da gibt es eine Frage, die damit verbunden ist. Und jetzt gehe ich in Schritt 2 und öffne den Edit-Mode. So. Unten rechts ist die Frage verbunden, wer hat die Exekution angeordnet? Und jetzt angeordnet hat Schwarz die Exekution. Ist das jetzt verbunden? Bei Pressing A. So. Also das ist die erste Antwort. So, vor und zurück kann man machen. Ich habe eine Theorie und eine Aktion und ich kann gucken, wie das jetzt abläuft. So. So, und das muss ich jetzt weitermachen und später zurückkommen und dann die Sachen der anderen Zeugen noch eintragen. So, was habe ich denn hier in Schritt 2? Was ist in Schritt 3? Faltmann hat Mr. Schickert gesagt, ihm in die Zelle zu folgen. Also Faltmann. Schwarz, glaube ich, war es hier. Und Kiebitz sind hier reingekommen. So, der ist, glaube ich, einfach wieder in sein Büro gegangen. Wobei, das weiß ich gar nicht. Und im nächsten Schritt hat Faltmann das Opfer gesehen. Gesagt, ich weigere mich. Das war Faltmann. Nee, halt falsch. Schickert, Faltmann. Und wer hat mit der Gestapo gedroht? Mr. Schickert. So. Und dann habe ich noch einen letzten Schritt. Da hat dann Schickert beschossen gegen Mr. Faltmanns Willen. So, ich denke, das war es erstmal so. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal, sage ich will, dass sich das einmal komplett abspielt. Und ich habe hier einmal eine Theorie zumindest, wie das abgelaufen sein könnte. Dann sind die da reingelaufen. Genau, und spannend wird es jetzt eigentlich erst im nächsten Schritt, wenn dann die nächsten Zeugenaussagen dem Ganzen widersprechen und ich das zusammenpuzzeln muss und am Ende hoffentlich rausfinde, wer lügt. So, das können wir jetzt aber nicht zu Ende spielen. Das wird noch sehr lange dauern. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich finde, es ist sehr spannend. Ich finde das Spielkonzept ganz interessant. Es ist natürlich eher ein ruhiges Spiel. Auf der Gamescom in diesem Jahr wird es nochmal vorgestellt. Ich weiß nicht genau, wann es erscheinen soll. Auf Steam steht demnächst. Das kann ja viel heißen. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal nachfragen und ich werde
die Augen aufhalten, was mit dem Spiel noch so passiert. Ich finde es schon mal sehr vielversprechend und ja, also Paintbucket Games hat echt so einen ganz eigenen Stil, den ich sehr cool finde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr so ein Spiel findet. Gefällt euch der Stil? Gefällt euch die Spielmechanik? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir den Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!